Bei dem Wetter dachte ich mir, ich gehe mal raus und drehe mal ein kleines Video spontan. Und zwar heute geht es um das Thema Messer. Oder besser gesagt ein wenig um den Wahn, der darüber im Netz kursiert, über fest eingefahrene Meinungen, über dieses oder jenes Messer ist das Beste, muss jeder haben. Und die Sache gibt es einfach nicht. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass so ein Ding hier in den wenigsten Fällen Sinn ergibt. Was ich in meiner Freizeit eigentlich immer bei mir habe, ist einfach nur ein kleines Taschenmesser für Schnitzereien, für mal irgendwo was zu essen, mal einen Apfel schneiden oder irgendwelche Kleinigkeiten unterwegs. Aus den kleinen Messern wird auch selten irgendwo ein Thema gemacht, weil es einfach etwas ist, was jeder in seiner Hosentasche hat, der irgendwo annähernd draußen unterwegs ist, mal irgendwas schnitzen möchte und sich die Sache wie selbstverständlich irgendwo als persönliche Vorliebe entpuppt. Und ja, das viel größere Thema, was im Netz immer wieder ein Riesenthema ist, sind Outdoor-Messer. Und da gehen die Meinungen ganz krass auseinander. Ich möchte dazu jetzt erst noch sagen, dass ich mit keinem der gezeigten Messer oder Hersteller irgendeinen Vertrag oder sonstiges habe. Ich blende trotzdem jetzt einfach mal Werbung ein wegen Markennennung, was mir persönlich ein bisschen auf den Sack geht, weil ich eigentlich gar keine Werbung dafür machen will. Messer sind grundsätzlich was, das man je nach Verwendungszweck, je nach Gefallen, je nachdem wie man damit klarkommt, für sich persönlich entscheiden sollte. Da reicht die Spanne vom kleinsten Mohrer, beziehungsweise hier Light My Fire Version mit kleinem Feuerstahl hinten drin, damit hat es bei mir mal irgendwann angefangen, bis hin zu größeren Outdoor-Messern, wie jetzt das hier zum Beispiel, massiv schwer, durchgehender Erl. Und die ganze Geschichte gibt es dann auch noch von verschiedenen Herstellern. Verschiedene Stähle, verschiedene Griffe, verschiedene Messerscheiden. Dann gibt es natürlich auch noch die Fraktion selbst geschmiedet. Bis hin zu denen, die dann letztendlich sogar diese Monster hier mitschleppen. Für was auch immer die unbedingt gebraucht werden, außer vielleicht um irgendwas zu kompensieren. Oder bis hin zu irgendwelchen Freaks, die tatsächlich sowas wie Bajonette mit in den Wald nehmen. Ganz allgemein achtet bitte darauf, dass solche Sachen hier einem Führungsverbot unterliegen und in den meisten Fällen überhaupt nicht mitgenommen werden dürfen. Werdet ihr damit erwischt, ist das ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Ich habe die Dinger tatsächlich nur zur Vorführung dabei, denn so wirkliche Verwendungszwecke für solche Sachen hier hat man eher auf Expeditionen, aber nicht im Hobbybereich. Neben diverser Hersteller wird das nächste Streitthema dann, auf das man sofort kommt, sein Messerstähle. Wie schnell werden sie stumpf? Wie lang bleiben sie scharf? Wie hart ist das Material? Da machen auch einige eine Wissenschaft draus. Ich halte das ganz einfach. Und zwar ein Outdoor-Messer sollte ja, wie der Name schon sagt, für alle möglichen Sachen draußen geeignet sein. Es ist nie spezialisiert auf irgendwas, es kann nichts besonders gut. Es ist einfach ein Allround-Messer, das für viele Sachen hier draußen funktionieren muss. Und da kommen wir auch schon zum Thema, was mir persönlich überhaupt nicht zusagt. Und zwar sind einige Menschen der Meinung, dass man bestimmte Marken haben muss, dass man bestimmte Stähle haben muss, dass bestimmte Marken besonders schlecht oder besonders gut seien. Und ganz allgemein kann ich einfach sagen, das stimmt in vielen Fällen überhaupt nicht. Wenn wir jetzt mal von einem einfachen Outdoor-Messer ausgehen, was muss es können? Man schnitzt vielleicht mal irgendwas damit, man spaltet damit Holz. Wenn wir jetzt vom Survival-Bereich reden, wird man damit vielleicht mal einen Fisch ausnehmen, wird damit vielleicht mal irgendein Tier zur Essensverwertung vorbereiten. Solche Dinge sind eigentlich Sachen, die diese Messer können müssen. Was mich so ein bisschen stört ist, da werden teilweise Messer in den Himmel gehoben, die aus besonders hartem Stahl sind, die besonders teuer sind. Wenn ihr jetzt natürlich hergeht und sagt, ja okay, ich bin jetzt einen Tag hier draußen, ich bin 2 Tage hier draußen, da komme ich mit diesem oder jenem Messer bestens klar, das bleibt ewig scharf, dann ist das für eure Verwendungszwecke ja erstmal okay, aber bedenkt doch bitte, dass es nicht das Messer gibt. Mal abgesehen von den Herstellern, wenn ich jetzt mal hergehe und diese 2 Messer hier vergleiche. Das eine ist aus einem Schwedenstahl, aus einem Sandvik 14C 28N, für die Leute, die es interessiert. Das andere ist aus dem D2-Stahl. Und da geht jetzt die Diskussion auch schon los. Ich weiß speziell von diesen 2 Messern, dass da
wahre Glaubenskriege unterwegs sind. Bei dem einen handelt es sich um das Schnitzel TRI, bei dem anderen um das Wolfgang Sambulo. Erstmal reden wir bei beiden Messern von brauchbaren Messern, die ihre Aufgabe erfüllen, die ungefähr in derselben Preiskategorie liegen. Das sind jetzt keine hochpreisigen Wunderwerke, aber müssen sie meiner Meinung nach überhaupt nicht sein. Ich habe bis jetzt so ziemlich alle Aufgaben, die ich mir hier draußen gestellt habe, damit irgendwie erledigen können. Wenn wir jetzt aber von der Schnitthaltigkeit und von dauerhaftem Gebrauch reden, dann gibt es da einen riesen Unterschied. Und zwar ist das tatsächlich der Messerstahl, was viel mehr ein Thema sein sollte als irgendwelche Hersteller, irgendwelche mystischen Fähigkeiten. Wenn man jetzt den Sandvik-Stahl mit dem D2 vergleicht, hat der Sandvik einfach den Vorteil, dass man das Zeug hier draußen notfalls an einem Stein aus irgendeinem Bach scharf kriegt, weil einfach der Stahl nicht so pervers hart ist, dass man da mit Maschinen ran muss, um das wieder nachzuschärfen. D2-Stahl ist sicherlich eine gute Lösung für jemand, der hier 2 Tage raus will und sein Messer nicht schleifen will. Wenn es jetzt aber um Dauerhaftigkeit geht, könnt ihr diese ganzen hardcore-pervers harten Stähle vergessen. Denn das Ding muss funktionieren, es muss notfalls auch schnell funktionieren und da bringt euch kein Messer irgendwas, dass ihr erst 2 Stunden schleifen müsst, bevor ihr überhaupt irgendein Ergebnis habt. Oder im Zweifel hier draußen überhaupt nicht scharf kriegt. Ich muss jetzt gerade erstmal einen kleinen Positionswechsel machen, denn da war Rehwild unterwegs. Wir haben Setzzeit und ich habe nicht wirklich Lust, ein Reh eventuell von einem Kitz oder so abzuhalten. Was einige Sachen angeht, kann ich eigentlich immer nur sagen, hört nicht unbedingt auf andere, schluckt nicht jede Werbung, macht auch nicht Werbung für Sachen, hinter denen ihr nicht hundertprozentig steht. Sucht euch das Messer, mit dem ihr klarkommt, denkt dabei logisch. Andere Menschen haben andere Vorlieben, andere Geschmäcker und das ist auch gut so. Ob ihr jetzt rausgeht mit einem einfachen Messer aus 440C Stahl oder ob ihr rausgeht mit einem Bajonett, obwohl das wirklich tatsächlich die wenigsten irgendwo für brauchen werden, ist euch selbst überlassen. Wenn ihr damit am besten klarkommt, beachtet die Gesetze, insbesondere bei solchen Sachen hier. Übrigens für die Messersammler und Messerliebhaber unter euch, das ist ein Bajonett vom K98. Beachtet bitte einfach, für was ihr das braucht, ob es Sinn macht, ob der Stahl für euch Sinn macht. Wenn ihr jetzt nur 2 Tage rausgeht, wollt ihr vielleicht nicht schärfen. Legt ihr Wert darauf, dass das Messer immer funktioniert, dann wählt vielleicht eher eins, was man nachschärfen kann, auch mit Mitteln aus der Natur, mit Steinen aus der Natur, der Stahl nicht zu hart ist. Wenn ihr jetzt Jäger seid, kann vielleicht sogar das hier Sinn machen. Manch einer fängt damit auch mal eine Sau ab. In diesem Sinne, hört nicht auf jede Werbung, macht euch selbst ein Bild, denkt in Ruhe drüber nach, was ihr hier warum verwendet und lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von Menschen, die damit Geld machen. Denn letztendlich schaut mal, was wir alles tun auf dieser Welt, um Geld zu machen. In diesem Sinne, eine schöne Zeit.